know how I'm coming. Shit. Riding round, got a backwood hanging out my mouth. Hier drüben wäre die Straße nach Eisfeld gewesen. Ja. Oh, da geht er nicht ja. Oh, der Vogel, joh. Zo'n vogel, joh. Ga alsjeblieft hier weg, schat. Hallo! Hallo daar! Hey! Hij is kapot! Ik kan niet meer rijden! Ik doe helemaal niks! Ik doe helemaal niks! Ik kan niks meer! Alarmcentrale 112, dus de politie, brandweer of ambulance. Politie Lunteren! Politie Lunteren, snel, met spoed! Hij is kapot! Hij doet niks meer! Lunteren! Lunteren! Grondplaats. Snel! 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 Lunteren, snel!
über Sachen nachzudenken, die mich nicht weiterbringen, was die mich vielleicht eher noch aufhalten, so zu verkopfen. Und dann das blockiere ich halt aber klar, so wichtige Sachen oder so Ich habe manchmal beim Einschlafen so, dass mein Kopf einfach so random geht. Du musst den Einkaufswagen ziehen. Ich habe jetzt Einkaufswagen erreicht. Jetzt nur noch Einkaufswagen. Aber auch so mit Aufstieg, einfach so Punkte rumschiebe. Das war wirklich Schritt von Corona. Und jetzt würde man sagen, ja, wieso dürfen die es veröffentlichen? Es geht halt, weil ja quasi immer eine Staffel kommt, wenn die Saison zu Ende ist. Das ist so der Deal halt, ne? Dass keine Internas geleakt werden und so. Aber du hörst man halt zum Beispiel halt auch, wenn diese Fahrer von Haas halt dermaßen angeschissen werden, wie die wieder gefahren sind und so. Also das ist wirklich einfach geil gemacht. Die 3. Staffel ist raus. Und Ashley, wenn ihr die Folge hört, hat an dem Wochenende schon die neue Formel 1 Saison angefangen. Also wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Jetzt fängt es erst quasi an. Also wenn wir aufnehmen, jetzt das Wochenende geht es erst wieder los. Ja, aber wirst du das gucken selber? Ich würde mal wieder reingucken, ja. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt immer mal in der letzten Saison immer so Wochenenden auch mal nicht zu Hause war und so, ist dann nicht so geil mit so Rennen gucken und so, weißt du, weil dann so, sag mal, du bist jetzt irgendwo anders zu Besuch. Du wolltest jetzt mal gucken, wie so ein Stockvögel, und du denkst dich, was die Katze will. Also du hörst es so ja. Oh, das sind auch die Zylinderkopfdichtungen. Boah! Scheiße! Und wonach riecht's? Boah! Zylinderkopfdichtungen! Boah! Aber hallo, wa? Da läuft. Oder willst du ihn tanken? Ne, ist eine andere Bus, ist eine andere Firma. Und dann, ja. Moment, aber lass mich konkret fragen. Hast du vorher gearbeitet? Ja, ja. Ja, und hast also Erbschaftsgeld gehabt und ein Einkommen noch? Ja, da war ich auch arbeitslos, ne? Achso, du warst aber auch ich habe das so, ne? Wie groß ist die Familie? Das bist du und deine Frau? Ja, richtig. Was bist du denn für ein Profi, Junge? Boah! Nein! Was war das denn? Tropfen, Alter. Tropfen? Ja, so. Das hört sich ja wie ein Stein, Alter. Das ist doch ein Steinschlag. Steinschlag? Heftig. Was du? Den Steinschlag abchecken. Oder dem was auch immer. Und? Da ist auf jeden Fall eine Macke drin. Millimeter, aber. Ja, ich hol das Zeug mal. Fußball, gerade Manchester, kommt schon. Dass die reizvolle Aussicht auf ein mögliches Champions League Halbfinale beide erfüllt sein. Ein Affe. Ein Affe. Kann ja nicht im Moment warten. Die Blöden wären nicht alle. Ey, wer? Wer bleibt da stecken? Das. Passt das? Das passt nicht. Doch, zum zweiten Mal. Ich glaub's nicht. Gott, Leute. Mein Gott. Was ist das da vorne? Ja, das ist nicht dein Ernst. Na, ganz toll. Kandidat. Das ist ein im Stand jetzt gerade noch mal gut gegangen Kanzlerkandidat der Union.
Und das waren Informationen von Georg Schwarte, unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Die Würfel sind gefallen, sagt Markus Söder. Armin Laschet soll Kanzlerkandidat der Union werden. Und dieser Armin Laschet... Was war das denn? Fick dich für nichts! Potze. Ja. Ja, der nächste oder was? Mit Skiern. Hat man das gesehen? Ich hoffe. Nee. Office gelten seit heute und morgen gibt es mehr Wolken und es wird etwas kühler. Mit Radio Alter. Besser informiert. Die Nachrichten aus Tirol. Sie später mal vermutet werden wollen, hört man oft Superstar, Polizist, Tierarzt oder eben Feuerwehrmann. Aber was genau macht ein Feuermann eigentlich? Hinter diesem Beruf steckt ja einiges